Im heutigen Video betreten wir eine verlassene Villa. Niemand hat diesen Ort bis jetzt gefilmt. Hier lebte einst ein sehr reicher Mann, der nun spurlos verschwunden ist. Dieser riesige Komplex hat 2 Millionen Euro gekostet und ist nun dem Verfall preisgegeben. Und ein Problem dieses Hauses, wer interessiert jetzt? Der Schimmel. Hier auf jeden Fall ein Auszug aus dem Privatjet. Zigarren, $325. Wir haben den ersten Einblick in dieses Haus gewagt, welches offensichtlich angefangen wurde zu renovieren, die Bauarbeiten aber aus ungeklärten Gründen zum Stillstand gekommen sind. Doch warum genau, das weiß niemand. Vielleicht liegt es an dem Schimmel oder die Kosten sind einfach zu hoch. Komm mit und erkunde mit mir diese verlassene und unheimliche Millionenvilla. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist es eine wirklich besondere und angespannte Location, die wir besuchen werden. Wir haben jetzt ungefähr 23:22 Uhr. Es ist arschkalt draußen, also wir sind knapp an den 0 Grad. Auf jeden Fall besuchen wir heute als erstes eine Location, eine verlassene Villa. Sie ist ungefähr seit 2016 verlassen. Dort hat mal ein sehr reicher Mann drin gewohnt. Dieser Mann ist aber insolvent gegangen und das Haus wurde versteigert. Seitdem ist der Mann, ich weiß, dass es ein Mann ist, ich kenne diese Location, ich kenne auch den Mann oder den Typen, der gewohnt hat. Er ist spurlos verschwunden. Also ihn hat hier kein Mensch mehr gesehen, gar nichts. Wo er abgeblieben ist, weiß irgendwie gar keiner. Wie gesagt, das Ding ist seit 2016 verlassen und ich weiß nicht, was uns da drin erwarten wird. Wir werden uns jetzt auf den Weg dahin machen. Ich bin echt sehr gespannt. Adrenalin ist da. Die erste Location, wo wir tatsächlich als erstes drin sind. Es gibt kein anderes Lost Place Video über dieses Lost Place. Also Leute, bleibt dran. Jetzt geht's los mit dem Video. So Leute, wir sind jetzt im Gebäude drin. Ich kann gerade auch noch nicht so laut reden. Einfach aus dem Grund, weil hier ein offenes Fenster ist und hier sind überall Nachbarn. Es ist ein Wahnsinnsgebäude, glaubt mir. Auch wenn nicht mehr die komplette Einrichtung da ist. Es ist einfach der Wahnsinn. Wahnsinn. Und im Hintergrund seht ihr schon diesen großen Saal. Hier standen überall mal irgendwie Tische oder sowas. Und eine kleine Bar. Sieht man vielleicht noch an den Umrissen dieser Fliesen, dass hier mal eine Bar gestanden hat. Oben drüber war der Alkohol gelagert, oder was auch immer. Und wenn man sich allein die Decke hier anschaut, Wahnsinn. Komplett aus Holz. Was das mal gekostet hat. Dann geht's weiter in diesen komischen, ominösen Raum. Was war das mal? Es geht ziemlich lang nach da hinten hin. War das mal eine Art Kegelbahn? Hatte der in seiner Villa eine private Kegelbahn einfach? Das kann ich gar nicht glauben. Auch hier ist die Decke komplett vertefelt und es sieht tatsächlich aus, als wäre das hier irgendwann mal die Kegelbahn gewesen. Das ist mal wieder was für mich. Guckt euch mal diesen Schrank an. Schön verziert, komplett aus Holz, kein billiges Material. Wahnsinn. Und was natürlich auch auffällt, der komplette Boden ist rausgerissen worden. Also es sieht aus, als wenn irgendjemand hier mal versucht hat zu renovieren. Wie einfach komplett alles aus Holz ist. Wunderschön. Sehr guter Geschmack. Dann haben wir hier unten noch einen Raum. Was ist das denn? Sieht aus wie eine kleine Küche oder sowas. Hier ist die Küche von der Theke oder der Hinterraum von der Theke. Leute, guckt euch das mal an. Die ganzen Gläser stehen hier noch rum. Die wurden irgendwie alle aus den Schränken rausgeholt. Da oben stehen noch Tassen mit der Schweizer Flagge. An der Ecke steht noch Alkohol. 150 Grand Marnier und ein Remy Martin. Da ist sogar noch eine zur Schweppsflasche. Wann ist die denn abgelaufen? Ich weiß, ich könnte es sehen. Der 24.05.2012 steht da drauf. Auch hier oben im Schrank stehen so kleine Alkoholpühlchen, Pfirsichschnaps, ein bisschen Tunnel. Und wenn ihr jetzt erst zuschaltet, wir sind tatsächlich die Ersten, die das hier filmen. Es gibt auch kein anderes Video auf YouTube mit diesem Ort. Das war irgendwie gleich noch viel vorsichtiger und hellhöriger. Und in diesem Haus funktioniert auch noch der gesamte Strom. Seht ihr das? Die Uhrzeit der Mikrowelle läuft sogar noch. Ganz interessant auch dieser Lichtschalter. Küche, Schrank, Party rechts, Party links. Was haben wir dann da noch? Kegelbahn. Dann gibt es hier außerdem noch einen Kühlschrank. Ich hoffe, der ist leer. Oh Leute, da ist sogar noch was drin. Boah, und das steht wieder nicht.
das ekelig. Leute, was für ein Gestank. Dann gehen wir jetzt weiter. Und ein Problem dieses Hauses, ja, das seht ihr jetzt, der Schimmel. Auch an der Wand komplett unten alles voller Schimmel. Das sieht aus, als wenn aus dem Boden der Schimmel nach oben kommt. Und wie ihr jetzt gerade schon im Hintergrund gesehen habt, da funktioniert tatsächlich noch das Licht. Vorbei an dem Schimmel. Und dann in das Badezimmer des Partyraums. Das Wasser ist schon komplett draußen aus dem Klo. Sogar mit Pissoir für die Herren. Mich wundert, dass die Hähne nicht ausgebaut sind. Geht das Wasser hier noch? Ne, Wasser ist abgestellt. Also einrichtungsmäßig ist das hier schon sehr, sehr gehobene Klasse, finde ich. Wir gehen weiter. Guckt euch mal die Dicke hier dieser Tür an. Hier oben mit so einem Schalter für die Alarmanlage. Die ist mit Holz verkleidet und innen drin aus Metall. Schauen wir mal weiter. Und das ist das Lager. Hier, wie vermutet, hatte der eine Kegelbahn, das wir jetzt an den Kegeln hier rumliegen. Hier ist einfach alles aus Holz. Da ein Teil der städtische und noch so eine Menge Geweihe. Irgendwelche Mexikanerhüte. Ole. Haben bestimmt so eine fette Party hier gefeiert. So Mexiko-Style. Was ist das denn hier? Das sieht aber benutzt aus. Ich glaube, das gehörte mal zum Pferd oder sowas, ne? Oder was war das? Wenn das einer von euch weiß, kann es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was das mal gewesen sein könnte. Weiter auf dem Boden befinden sich dann noch die Kugeln der Kegelbahn. Und dahinter sehen wir ein Tierfell. Ich möchte es jetzt nicht anfassen, ich weiß nicht von welchem Tier. Ich möchte es auch nicht wissen, ganz ehrlich nicht. Oh, und im Regal sehe ich noch so ein paar Soßen und so ein bisschen Granini-Saft, der schon übelst vergammelt ist. Ah, der ist von 2012. Selbst die Schweppsdosen stehen hier noch rum. Also schätze ich mal, dass das Ding schon viel länger verlassen ist, als ich angenommen habe. 11 Jahre jetzt mittlerweile, Wahnsinn. Unten drunter noch ein bisschen was für die Bodybuilder, ein paar Supplements, so ein paar 99 Kilokalorien Bar und Pulver und sowas. Also mich fasziniert dieses Gebäude. Und drehen wir uns um, sehen wir dann die Anlage, die die Kegel hochgezogen hat. Die wurde dann auch von der Kegelbahn abgebaut und dann hier hingestellt. Und dann geht's da gleich noch weiter. Wir schauen aber einmal kurz in den Nebenraum, den es hier gibt. Das Ganze ist so verwinkelt, ich weiß echt nicht, wo ich bin gerade. Wow, Leute. Das war mal der Weinkeller. Ja, richtig schön aufgemacht mit Echtstein in der Wand. Diese Fackellampen. Und da steht hier was dran. Ornellaia 2000, 99, 98. Hier steht Solaya, Luce. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall ein sehr schöner Raum. Sehr schön gestaltet. Sogar die Decke hier oben. So ein typischer französischer Weinkeller. Und was außerdem in diesem Raum auffällt, unten auf dem Boden, auch hier ist alles am Schimmeln. Da haben wir auf jeden Fall eine Treppe nach oben, aber wir schauen erstmal hier weiter. Und damit habe ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht gerechnet. Wer kann das schon von sich behaupten, dass er sowas zu Hause hat? Der Fahrstuhl. Eigentlich würde ich jetzt auf diesen Knopf drücken, um zu testen, ob der funktioniert. Das lassen wir aber lieber sein. Das hier ist wohl so eine Art Flur. Oben in der Ecke der Bewegungsmelder. Die komplette Alarmanlage ist aber ausgeschaltet hier in diesem Haus. Und das Haus hat natürlich eine Alarmanlage. Wenn man sich das so anschaut, dann wird das auch einem klar, dass sie einen haben muss. Auf dem Boden steht noch eine komplette Kiste mit Desperados. Auch 2012 abgelaufen. Weiter geht's dann Richtung Waschraum oder so. In den Schränken steht sogar noch alles drin. Die verschiedensten Reinigungsmittel, Fettwachs und Schmutzlöser, Persil, alles noch da. Außerdem die ganzen Vorhänge von oben. Da hinten liegen noch mehr. Unfassbar, Leute, unfassbar. Aus dem Raum geht's dann weiter. Und Leute, da hinten kommen Geräusche her. Und hier ist der Verteilerraum.
Boah, Wahnsinn. Mann, ist die riesig für dieses Haus. Es wurde ein Fehler entdeckt. Also ich drücke hier wie in jedem Lost Place auf keinen Knopf. Wer weiß, was dann passieren kann. Ich möchte es nicht wissen. Das sieht aus wie so eine Art Serverraum für die ganze Überwachungselektronik und so was. Hier gehen wir schnell wieder raus. Und gegenüber gibt es einen anderen Raum. So eine Art Lagerraum. In der Ecke noch eine Kühltruhe und einen Kühlschrank. Das Kai hatte der gute Herr auf jeden Fall auch. Und hier gibt es tatsächlich ein Bild von dem Herrn, der hier gewohnt hat. Man muss ja schon mega eingebildet sein, oder? Wenn man von sich selber überall die Fotos in der Wohnung aufhängt. Dann sind wir, glaube ich, unten fertig und gehen mal eine Etage nach oben. Und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Und hier sieht man, dass fleißig renoviert werden sollte. Gucken wir mal hier links. Die mega fette Alarmanlage. Und blinkt sogar. Auf Sabotage steht da. Aber das waren nicht wir. Der hat tatsächlich für alles hier eine Alarmanlage gehabt. Zaunanlage, Dachbodenluken, alle Fenster. Komplett alles voll. Wahnsinn. Was sehen wir hier? Das ist die ehemalige Garage. Was ist das? War das der Kronleuchter oder was? Ich habe keine Ahnung. Sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Hier so ein Schrank, so ein bisschen eingepackt, nicht aufgebaut. Und das ist mal wieder was für mich. Solche Stühle sind echt traumhaft. Und guckt euch mal das Waschbecken hier hinter an. Komplett aus Stein. Das ist kein Marmor, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig cool gemacht. Was haben wir hier für einen Raum? Ich habe gerade Autotür gehört. Ich hoffe, wir werden jetzt hier erwischt. Auf jeden Fall haben wir in diesem Bereich die Küche dieser Millionenvilla. Im Schrank befinden sich noch einige Gewürze, Hotdogs. Da oben sehen wir Nudeln. Ein paar Kaffeebohnen sind noch vorhanden. Schauen wir weiter, steht hier sogar noch ein Topf. Selbst auf dem Topf war so eine Nummer geklebt. Aber schaut euch mal diese Schränke an. Also ich würde sagen, die sind sogar heute noch modern. In dieser Ecke der Essbereich in der Küche mit so einem Kronleuchter. Hinter diesem Raum noch ein Teil der Küche. In den Schränken noch alles drin an Geschirr. Außerdem so eine Kochzeitschrift. Wann ist die? Sieht man vielleicht ein Datum? Ah, leider nicht. Kein Datum. Fällt auch schon so halb auseinander. Und hier sind sogar noch ein paar Weinflaschen drin. Seht ihr das? Aber nur zu Ziele, die sind glaube ich alle leer. Wunderschön. Aus der Küche geht's dann hier hin. Wow. Alter Verwalter. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da oben müssen wir aufpassen, die Fenster sind offen. Guckt euch mal diese Kronleuchter an. Davon hängen hier 2 Stück in diesem Riesenraum. Mit Geländer da oben. Und der ganze Boden ist hier rausgerissen worden. Wahrscheinlich, weil alles so verschimmelt war. Von diesem Flug kommen wir in diesen Raum. Und das war wahrscheinlich mal das Wohnzimmer. Erkennt man daran, dass da mal der Fernseher gehangen hat. Und dann haben wir direkt hier noch einen Raum. Was ist denn das? Was ist das denn für ein krasser Schreibtisch, bitte? Sowas habe ich mir immer für mich gewünscht, zu Hause. Also einen richtigen, weiß ich nicht, Präsidentenschreibtisch. Wie schön der am Rand verziert ist. Und wie groß der einfach ist. Und an der Wand hängt sogar noch ein Fernseher. Flachbild. Zwar eine alte Generation, aber es hängt noch einer. Diese ganzen Möbel, die hier noch drinnen stehen. Boah, ist das heftig. Kurz mal die Lampe gewechselt. Jetzt seht ihr das viel besser. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal diesen Schreibtisch von hinten an. Das ist auf jeden Fall ein Traum von mir, so einen Schreibtisch zu besitzen. Hier ist sogar noch einiges drin. Was haben wir denn da? Tempos, Gummis. Die waren bis 2014 haltbar. Also Leute, ich bin tatsächlich von diesem Schreibtisch echt fasziniert. Hier in der Ecke befinden sich noch ein paar Fotos. Ich weiß nicht, was das gewesen sein soll. Hier auf jeden Fall ein Auszug aus einem Privatjet. Und anscheinend hat der Herr gerne hier diese Kekse oder was auch immer das sind gegessen. Digestive Go Avena.
Ich schätze mal, dass es irgendwie sowas Spanisches oder so. Und wie kann es auch anders sein? Zigarren, Habanos, Romeo und Julia. $325. Ich würde mal behaupten, der Mann hat gut gelebt. Auch. Richtig ordentlich. Dann gehen wir da wieder raus. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich nicht viel Licht machen kann. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, vielleicht war es mal eben ein Schlafzimmer oder sowas. Auf dem Tisch befinden sich noch diverse Geräte von der Alarmanlage. Auch in der Kiste. Und dieser Wahnsinnsstuhl mit Tigeroptik. Darauf befinden sich noch Latschen vom Grand Hotel National in Luzern. Anscheinend war der Besitzer damals echt ziemlich oft in der Schweiz. Ja, was man so in der Schweiz so macht, wenn man viel Geld hat. Und dort befindet sich auch noch ein Foto von 2 Frauen. Ich persönlich kenne die nicht. Die linke kann ich vielleicht vom Sehen. Fotos aus einer besseren Zeit. Und wenn man sich diese Vorhänge anschaut, ne? Also ein bisschen Königliches hat das auch, oder? Möbelgeschmack musst du auf jeden Fall gehabt haben. Können wir wieder zurückgehen? Gehen wir in den anderen Bereich. Hier sind noch so ein paar alte Möbel. Auch wunderschöne alte Stühle. Und dieser Raum. War das mal das Gästeklo oder das Hauptklo? Auf jeden Fall gefällt mir sogar die Tapete hier an der Wand. Guckt euch das an. Als würde man im Königshaus auf Toilette gehen. Mit diesen schönen Lampen an der Wand, ein Spiegel, selbst das Waschbecken da unten. Wunderschön. Stil hatte der Mann auf jeden Fall. Ich kann mir alleine schon das Klo eine Stunde hier angucken. Ich kann jetzt relativ wenig Licht hier machen. Im Hintergrund ist eine Treppe, die nach oben führt. Die gehen wir jetzt mal nach oben. Dann gibt es auch noch ein paar interessante Räume. Da ist ein Spiegel und ich dachte, da wäre jetzt gerade einer. Leute, das ist der ehemalige Fitnessraum. Auch hier befindet sich noch ein Fernseher. So schöne Stühle. Und auf dem Boden wird sichtbar, was für ein Problem hier ist. Ein riesiger, großer Wasserfleck. Hier befindet sich ein Laufband von Kepler. Sieht sogar noch relativ unbenutzt aus. Dann hier eine Sauna. Die sieht auch sehr, sehr unbenutzt aus. Und hier drin riecht es auch noch nach Sauna. Und dann konnte man von hier aus in den Raum gucken, wer da gerade trainiert hat oder was auch immer. So, weiter geht's. Hier befinden sich überall Schränke. Riesige, riesige Schränke. Und in diesem Raum befindet sich sogar noch ein Solarium von Ergoline. Und mich wundert nicht, dass das Ding hier noch steht und keiner kaufen wollte. Die Stromkosten sind, glaube ich, immens bei so einem Gerät. Wahnsinn, geile Sache. Wenn wir uns umdrehen, geht's weiter. Ins Hauptbadezimmer, glaube ich. Boah, guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Eieiei, ist das edel. Guckt euch mal diese Dusche an. Unfassbar. Und da habe ich mir sogar noch ein bisschen Shampoo. Das ist das letzte Shampoo, was der Besitzer benutzt hat. Auch befindet sich hier noch ein bisschen Pflegemittel für die Haare und Zahnpasta. Selbst die Zahnbürste liegt hier noch. Unfassbar. Auch hier kann ich von dem Raum irgendwie nicht genug bekommen. Aber guckt euch mal diesen riesigen Kronleuchter an, der hier von der Decke hängt. Auch traumhaft. Wir gehen noch da auf die andere Seite des Gebäudes und dann sind wir fertig. Dann sind wir auch schon lange genug hier. Ich habe jetzt extra das Rotlicht angemacht, wegen den Fenstern hier in diesem Bereich, weil einfach von den Fenstern hier die Nachbarn reingucken können. Das wollen wir nicht, ne? Und auch hier ist ein Badezimmer. Die Möbel sind auch alle da. Guckt euch das an, steht alles voll. Also es tut mir leid, dass es jetzt in Rotlicht ist, aber ich kann es nicht anders machen. Das Rotlicht ist für euch besser zu erkennen. Manchmal bleibt halt nichts anderes übrig. Auch hier ist wieder so eine mega krasse Dusche drin. Es hängt sogar noch der Bademantel hier. Es ist hier echt interessant, aber gleichzeitig auch irgendwie gruselig jetzt so mit dem Rotlicht. Wir haben alles gesehen. Wie gesagt, wir sind die Ersten, die dieses Gebäude mit der Kamera betreten haben. Es gibt noch kein anderes Video von hier. Also es ist ein sehr, sehr schönes Gebäude. Stilmäßig
hat es voll meinen Geschmack getroffen. Auch von der Größe ist es schon ganz schön. Das wäre aber für mich persönlich so ein bisschen zu groß. Das eine oder andere konnte man hier sehen. Auch wenn schon vieles ausgeräumt war, hoffe ich, dass dieses Video interessant für euch war. Also Leute, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil und negativ.